Mein Name ist Erik Schäfer und ich leite den Themenbereich Mikroelektronik am IMMS. Am IMMS erforschen wir integrierte Sensorsysteme auf Basis von CMOS-Technologien. Und ein Anwendungsfeld, ein besonders starkes Anwendungsfeld bei uns, ist die In-vitro-Diagnostik. Wir haben dort einen CMOS-Bildsensor entwickelt, den wir als Technologieplattform nutzen, mit dem man Fluoreszenzen zeitaufgelöst detektieren kann. Kern der Plattform ist ein 5-Transistor-Login-Pixel, das wir für Fluoreszenzfarbstoffe optimiert haben, die besonders lange nachleuchten, wie zum Beispiel das weit verbreitete Europium. Die klassische Fluoreszenzdetektion arbeitet mit optischen Filtern. Eine UV-Lichtquelle bestrahlt einen Analyten, dieser ist mit einem Farbstoff markiert. In unserem Fall ist das Europium und Europium erzeugt ein rotes Fluoreszenzlicht. Ein optisches Filter trennt anschließend das Fluoreszenzlicht von dem UV-Licht und lässt nur das Fluoreszenzlicht auf den Detektor, der in unserem Fall ein Pixel darstellt. Die zeitaufgelöste Fluoreszenzdetektion mit Login-Pixeln, so wie wir sie implementiert haben, benötigt keine optischen Filter. Die Unterscheidung zwischen Anregungs- und Fluoreszenzlicht aufgrund der Farbe ist nicht mehr möglich, benötigen wir auch nicht, denn wir nutzen die verschiedenen Abklingzeiten der Lichtquelle und des Fluoreszenzfarbstoffes nach dem Abschalten. Während das Anregungslicht innerhalb von wenigen Nanosekunden abklingt, leuchtet das Europium noch mehrere hundert Mikrosekunden nach und das nutzen wir. Während der Anregung wird unser Pixel gesperrt, das heißt die Ladungsträger werden abgeleitet. Danach wird das Pixel scharf geschaltet und die aufgrund des Fluoreszenzlichts generierten Ladungsträger werden dort aufgesammelt. Da es sich bei dem Fluoreszenzlicht um sehr wenig Licht handeln kann, macht es Sinn, diesen Vorgang zu wiederholen und das Pixel im sogenannten Login-Modus zu betreiben. Dafür wird die Lichtquelle gepulst und synchron dazu wird das Pixel immer scharf geschaltet, wenn das Licht abklingt. Das heißt, wir sammeln das Fluoreszenzsignal über mehrere Zyklen auf und verstärken somit das Signal und gleichzeitig wird das Rauschen reduziert. Die Anzahl der Zyklen können wir auf die verschiedenen Lichtverhältnisse anpassen. Haben wir sehr, sehr viel Licht, sehr viel Fluoreszenzlicht, weil wir beispielsweise viele Analyten haben, können wir weniger Zyklen fahren. Haben wir relativ wenig, können wir mehr Zyklen fahren. Dadurch erreichen wir einen sehr hohen Dynamikbereich. Nachdem der Analyt nun mehrfach angeregt wurde und wir ausreichend Ladungsträger gesammelt haben, können wir das Sensorelement auslesen und anschließend zurücksetzen für die nächste Messung. Und da wir das Sensorelement als Pixel realisiert haben, können wir damit ganze Bildsensoren aufbauen, beispielsweise für optisch abbildende Systeme oder für das Contact Imaging. Die Imager-Plattform ist für verschiedenste Anwendungen in der In-vitro-Diagnostik einsetzbar. Beispielsweise haben wir mit der Plattform einen Bildsensor zum quantitativen Auslesen von Teststreifen, sogenannten Lateral Flow Assays, entwickelt. In einem aktuellen Projekt entwickeln wir einen Imager für die Integration in ein mikrofluidisches System. Ziel ist es dort, Analyten mit Hilfe von gespotteten Fingermolekülen auf der Oberfläche des Imagers direkt zu detektieren. Sehr gerne entwickeln wir auch anwendungsspezifische zeitauflösende Bildsensoren und die dazugehörigen Hardware- und Softwaremodule für ihre Anwendung.